Hallo Leute, wie geht's? Ich hoffe, dass es euch sehr gut geht. Heute spreche ich über meinen Tag auf Deutsch und versuche langsam und deutlich zu sprechen, damit auch Anfänger verstehen können, was ich sage. Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Mohadesse, ich komme aus dem Iran und wohne im Iran, aber ich bin Deutschlehrerin. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Heute habe ich meinen Tag wie immer mit einer Tasse Kaffee begonnen. Kaffee trinken und fast eine halbe Stunde lesen ist das Erste, was ich jeden Tag mache. Dann frühstücke ich. Danach habe ich unser Bett gemacht. Dann habe ich das ganze Geschirr gespült. Und ich habe das Fell meines Hundes gebürstet. Ich habe ihr auch ihre Vitamine und ein paar Hundeleckerlis gegeben. Dann sind wir im Park spazieren gegangen. Heute ist das Wetter sehr gut. Ich gehe jeden Tag spazieren und es macht mich sehr glücklich, wenn das Wetter gut ist. Es macht meinen Tag sehr schöner. Ich schreibe immer eine Liste aller Aktivitäten auf, die ich im Laufe des Tages erledigen sollte, damit ich sie nicht vergesse. Das ordnet meine Gedanken und gibt mir einen Überblick über den Tag. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Auf dem Weg dorthin habe ich mir einen deutschen Podcast angehört. Ich empfehle euch, Podcasts anzuhören, wann immer ihr Zeit findet. Das Anschauen deutscher YouTube-Videos und das Anhören deutscher Podcasts sollte Teil eurer Routine sein, wenn ihr Deutsch lernt. Nicht nur beim Autofahren, sondern auch bei anderen Aktivitäten wie Sport oder Spazierengehen kann man deutsche Podcasts hören. Ich habe fast 2 Stunden im Fitnessstudio trainiert. Ihren Willen durchzusetzen. Wie zum Beispiel der Nachbar, der dich mit seinem netten Lächeln... Und noch auf dem Heimweg habe ich mir einen deutschen Psychologie-Podcast angehört, den ich sehr interessant fand. Außerdem hatte es angefangen zu regnen und das Wetter war richtig gut. Um 14 Uhr habe ich das Mittagessen gekocht. Nach dem Mittagessen habe ich mich ein wenig ausgeruht und dann angefangen zu arbeiten. In diesen Tagen bereite ich einige neue Kurse für Deutschlerner vor. Ich habe von 16 bis 18 Uhr gearbeitet. Nach der Arbeit habe ich die Wäsche gewaschen. Und nach 30 Minuten habe ich die Wäsche aufgehängt. In der Zwischenzeit habe ich meine wunderschöne Hündin gestreichelt. Sie ist die Schönheit und der Glanz unseres Lebens. Und dann habe ich eine halbe Stunde gelesen und noch eine Tasse Kaffee getrunken, um Energie zu tanken, weil ich um 8 Uhr einen Kurs hatte. Ich hatte von 8 bis halb 11 einen Deutsch-Diskussionskurs. In diesem Kurs sprechen die Studenten Deutsch und ich gebe ihnen Tipps und korrigiere ihre Fehler. Und ich beendete meinen Tag mit meiner Hautpflegeroutine und ging ins Bett. Ich hoffe, dieser Vlog war hilfreich für Anfänger. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst bitte nicht, es zu liken. Danke, tschüss, bis zum nächsten Video.